Hallo, ich bin Anne und wenn du gerade mit dem Sticken angefangen hast, machst du wahrscheinlich einen dieser Fehler. Um welche Fehler es sich dabei handelt und wie du sie vermeiden kannst, siehst du in diesem Video. Während der Workshops, die ich in den letzten Jahren betreuen durfte, gab es immer mindestens eine Person, die diese Bewegung gemacht hat. Wenn du den Arm über den Kopf heben musst, um deinen Faden straff zu ziehen, dann ist er definitiv zu lang. Man sollte meinen, dass ein langer Faden einem Zeit erspart, wenn man nicht immer wieder neu anfangen muss und den Faden beenden muss. Tatsächlich ist es aber sehr ermüdend, den Arm immer wieder so weit hochzuziehen, und tatsächlich gibt es auch noch andere Gründe, warum das keine gute Idee ist. Die Gefahr, dass der Faden verknotet, ist bei einem langen Faden viel größer, vor allem dann gegen Ende hin, denn jedes Mal, wenn der Faden durch den Stoff hindurchgezogen wird, reibt er ja an dem Stoff, und das bewirkt, dass die Fasern des Fadens immer angegriffener werden, und dadurch passiert es eben schneller zum Ende des Fadens hin, dass der Faden nicht mehr so schön aussieht, dass er nicht mehr so richtig glänzt, manchmal vielleicht sogar schon ein bisschen schmutziger wird und auch allgemein eben schnell brechen kann. Bei einem sehr langen Faden ist das Hauptproblem tatsächlich, dass eben dieses Ende oder dieser Teil, der eben nicht mehr so dolle ist vom Faden, dass der viel länger ist bei einem langen Faden als bei einem kurzen. Und dadurch kann es eben passieren, dass der Faden immer wieder reißt, verknotet und einfach nicht mehr so dolle aussieht. Und deshalb empfehle ich immer, den Faden kürzer zu lassen. Es gibt wenige Ausnahmen, wie zum Beispiel für die Webrose, wo Fäden eben einfach nicht durch den Stoff durchgezogen werden, sondern eher untereinander verwebt werden. Aber die optimale Länge, die ich für mich so rausgefunden habe, ist eben so, dass man quasi von hier bis hier durchziehen kann und nicht den Arm heben muss bei jedem Stich. Dementsprechend, wenn dann noch der Faden umgeschlagen werden muss, wäre das also quasi einmal diese Länge und noch ein bisschen, vielleicht 5 cm. Und länger würde ich tatsächlich den Faden nicht machen, sogar eher kürzer. Folgenden Punkt oder folgenden Fehler sehe ich super häufig bei Anfängern, und das ist direkt ein super schweres Projekt als allererstes auszusuchen. Es gibt ja Menschen, die trauen sich nicht so viel zu und die versuchen das dann so einfach wie möglich zu machen und suchen sich das einfachste Projekt, was geht, oder trauen sich auch selbst das einfachste Projekt nicht so richtig zu. Es gibt aber auch Anfänger, die sich halt einfach irgendwo auf Pinterest zum Beispiel was aussuchen und sich sagen, boah, das sieht so cool aus, das will ich auch machen. Und es ist total bewundernswert, und ich gehöre auch tatsächlich in diese Kategorie Anfänger, dass ich mir gerne etwas raussuche, was, wo ich einfach nicht einschätzen kann, wie aufwendig ist das jetzt. Ich will das halt einfach machen, weil es cool aussieht. Und das Problem dabei ist tatsächlich, für jemanden, der auch noch zusätzlich wenig Geduld hat, ist das eben oft eine Herausforderung, weil man dann oft Projekte anfängt, die für das eigene Skill-Level oder Fähigkeiten-Level einfach viel zu hoch angesetzt sind, wo Menschen, die das eben gemacht haben, auf Pinterest zum Beispiel, einfach schon jahrelang Übung haben, und man versucht es dann so als komplett purer Anfänger. Also ich rede jetzt nicht mal unbedingt von jemandem, der jetzt schon so 2, 3 Stickbilder gemacht hat, weil da hat man ja schon so ein gewisses Gefühl dafür, sondern wirklich jemand, der noch nie gestickt hat und einfach direkt losstarten möchte mit Perlenstickerei auf Nadelmalerei und Tüll am besten noch, oder Stickerei auf Samt. Also gleich so schwierige Projekte, und das Problem ist nicht mal unbedingt, dass man sich diese Projekte aussucht, sondern dass, wenn man von sich selber weiß, dass man nicht so geduldig ist und vielleicht auch nicht so lange an so einem Projekt bleibt, wenn es nicht sofort funktioniert, dass man dann eben alles dafür besorgt und dann anfängt, merkt, dass es schwierig ist, und dann relativ schnell mitbekommt, das geht jetzt doch nicht so schnell, wie ich dachte, und nicht so einfach, wie ich dachte. Und dann bleibt das oft liegen. Und ihr glaubt gar nicht, wie viele angefangene Projekte ich im Schrank zu liegen hatte, bevor ich riesigen Ausmisteaktionen gemacht habe bei meinen Umzügen. Und da ist mir das wirklich wieder bewusst geworden, wie viele Sachen ich angefangen habe oder wofür ich Material gekauft habe und dann gemerkt habe, da muss man ja doch ein bisschen mehr recherchieren, als ich dachte. Und dann ist es einfach liegen geblieben. Und ich glaube, für viele ist es tatsächlich auch ein bisschen entmutigend, wenn man dann eben merkt,
es sieht nicht genauso aus wie das, was ich gerne hätte, weil ja oft das Projekte sind, wo man jetzt gar nicht beabsichtigt, jetzt komplett sticken zu lernen oder sowas oder diese komplette Handwerk zu lernen, sondern man möchte einfach nur dieses Ergebnis haben und dieses Ergebnis ist aber eben oft durch Übung erst erzielbar und die hat man als so richtig blutiger Anfänger einfach in der Regel nicht. Also empfehle ich wirklich, lieber mit einem einfacheren Projekt zu starten oder zumindest auf einem Extrablatt oder auf einem extra Stück Stoff einen Testteil zu machen, wo man erstmal die Stiche, die man denkt, die man dafür braucht, stickt und übt. Wenn du zum Beispiel ein T-Shirt besticken möchtest, gibt es ja immer unten am Saum einfach auch so eine kleine Stelle, vielleicht auf der Rückseite innen, wo man einfach mal testen kann, ob die Nadel passt, ob die Fadenstärke zum Beispiel passt. Dass man einfach so ein kleines Teststück macht, sodass man nicht, wenn man dann hier anfängt mit seinen großflächigen Stickereien oder auf dem Rücken und man merkt dann so zwischendrin so, ja toll, ich mache mir jetzt hier lauter Löcher rein und ich kann jetzt quasi das T-Shirt wegschmeißen. Das wäre halt echt schade drum. Also testet vorher eure Materialien, eure Werkzeuge und auch die Stickstiche, damit ihr dann sicherer seid und das Ganze dann auch wirklich so aussieht, wie ihr das gerne haben wollt. Weil wenn ihr so viel Arbeit reinsteckt und am Ende gefällt euch das nicht oder es geht kaputt, ist es halt wirklich schade drum. Und wie gesagt, es ist auch eher entmutigend, wenn die Sachen einfach nicht so funktionieren, wie man möchte. Der dritte Fehler ist es, Stickstoff zu benutzen. Und damit meine ich natürlich nicht das chemische Element, sondern Stoff, der extra zum Sticken gedacht ist. Bei diesen Stickstoffen handelt es sich aber tatsächlich um Zierstoffe, die für eine ganz bestimmte Art und Weise der Stickerei gedacht sind und nicht für alles. Das heißt, diese Stoffe sind extra so gewebt, dass die Abstände zwischen den Fäden immer ein perfektes Quadrat ergeben, also immer dieselbe Höhe und dieselbe Breite. Das ist tatsächlich nicht bei allen Stoffen so. Bei Zierstoffen wird tatsächlich penibelst darauf geachtet, dass dieses Raster perfekt ist, denn sie sind für Zählmuster wie zum Beispiel Kreuzstich gedacht. Bei Kreuzstich werden ja viele Kreuze nebeneinander und übereinander gesetzt und das ergibt dann wie so ein Pixelbild, also eben durch die vielen Kreuze entsteht dann ein Muster, was dann mehr oder weniger detailliert oder einfach eher rudimentär gedacht ist. Wenn jetzt die Höhe unterschiedlich wäre und es wäre dann halt kein Quadrat, sondern zum Beispiel eher, wie mache ich das? Sondern eher so, dann würden die Kreuze ja breiter sein als hoch und dann würden sich die Muster eben stauchen, anstatt halt perfekt quadratisch zu sein. Das ist der Grund, warum Zählstoffe existieren und warum eben diese Stoffe so perfekt sein müssen. Deswegen sind sie auch zum Beispiel teurer. Und genau dieses Lochmuster macht es eben so praktisch für Zählmuster, weil man die Löcher eben auch sehr gut sehen kann, macht es aber unglaublich unpraktisch für Oberflächenstickerei, also das, was ich auf meinem Kanal zum Beispiel zeige. Denn bei der Oberflächenstickerei, wie zum Beispiel auch bei Nadelmalerei und so weiter, macht man eher feinere Stiche und man möchte vor allem auch oft Rundungen machen. Und diese Rundungen muss man dann immer in dieses Raster reinquetschen oder halt wirklich die Fäden des Stoffes durchstechen, was man beim Sticken in der Regel nicht macht. Also man nutzt schon immer eher die Löcher, die im Stoff vorhanden sind. Das Ganze geht mit Baumwoll- oder Leinenstoffen viel einfacher. Und zwar ganz normal gewebte, wie zum Beispiel hier so ein Hemd. Das ist ja nicht extra ein Zählstoff. Der ist auch feiner gewebt zum Beispiel. Oder ein T-Shirt oder ein Küchenhandtuch, ein Laken, solche Sachen. Alles, was so ohne Elastikanteil ist sozusagen. Das macht sich viel, viel besser und ist halt deutlich einfacher für die Oberflächenstickerei. Also Finger weg von Stoffen, die im Laden als Stickstoff vermarktet werden, weil die sind in der Regel Zählstoffe tatsächlich. Als ich jetzt gerade mein Buch mit 50 A4-Seiten voll mit Stickereien bestickt habe, ist mir erstmal wieder aufgefallen, wie lange tatsächlich dieser Prozess anhält und wie lange man wirklich braucht, um
selbst sehr simple Motive zu sticken. Nicht umsonst hat das Sticken den Ruf, langsam zu sein und eine sehr langatmige Beschäftigung zu sein. Dieser Mythos ist tatsächlich kein Mythos, sondern ist wirklich Realität. Egal wie klein das Motiv ist, in der Regel dauert es länger als eine halbe Stunde, um ein Stickbild fertig zu bekommen. Das hängt natürlich schon davon ab, wie detailliert das Ganze ist, aber es dauert einfach. Sticken ist eine langsame Tätigkeit und das Problem ist tatsächlich auch, je mehr du das beschleunigen möchtest, indem du schneller arbeiten möchtest, desto länger wird es dauern. Tatsächlich ist es leider so, je schneller du den Faden durchziehen möchtest, desto eher passiert es, dass die Fäden verknoten und du den Faden wieder aufpulen musst und entwirren musst. Ist teilweise manchmal gar nicht machbar. Bei manchen Stichen zum Beispiel, wie beim Knötchenstich, ist es quasi ja das Todesurteil für diesen Stich, wenn dort zwischendurch ein Knoten noch zusätzlich mit dazu kommt, weil man nichts mehr durchgezogen kriegt, man kriegt das nicht mehr auseinandergepult und da hilft oft einfach nur noch abschneiden. Und das Ganze dauert viel länger, als wenn man sich beim Durchziehen Zeit genommen hätte. Und deshalb empfehle ich, seid ein bisschen geduldiger und versucht nicht auf Druck alles schnell fertig zu kriegen. Ich weiß, bei manchen Geburtstags- oder Weihnachts- oder sonstigen Geschenken, die last minute noch fertig werden müssen, ist es tatsächlich echt schwer, dann halt die Ruhe zu bewahren. Aber es ist wirklich sehr viel entspannter, wenn man nicht ständig irgendwelche Knoten aufmachen muss oder sich verstickt oder eine falsche Farbe benutzt, weil man eben nicht richtig aufgepasst hat. Bei vielen Anfängern sehe ich auch, dass sie gerne längere Stiche machen. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das daran liegt, dass man noch als Anfänger oft noch nicht weiß, wie lang die Stiche sein sollten. Denn es gibt natürlich so gewisse Faustregeln, aber es ist natürlich nie ein Muss. Es kann ja auch eine stilistische Entscheidung sein, warum man lange Stiche macht. Aber in der Regel ist es tatsächlich so, dass Anfänger dazu neigen, sehr lange Stiche zu machen. Und meistens, so in den normalen Anleitungen, die ich so sehe, sind die Stiche unter 1 Zentimeter lang. Also kürzer als von hier nach hier. Manche Stiche sind da tatsächlich sehr ungnädig, was das angeht. Zum Beispiel, wenn man einen Stielstich um die Kurve sticken möchte und man benutzt sehr lange Stiche, kann es eben sein, dass die Fäden abkürzen und dann hat man dann so ein abgehacktes Ding. Das sehe ich wirklich sehr, sehr häufig. Und da unterschätzt man oft, wie kurz eigentlich tatsächlich in der Kurve so ein Stielstich sein muss. Und das sich natürlich auch bei anderen Stichen, aber beim Stielstich ist es tatsächlich sehr, sehr auffällig, wenn jemand zu lange Stiche benutzt hat. Also nehmt eher kürzere Stiche und damit meine ich auf jeden Fall unter 1 Zentimeter. Es sei denn, ihr benutzt wirklich richtig dicke Fäden wie 6-fädiges Stickgarn. Da kann man durchaus auch ein bisschen länger, aber ich glaube, selbst da ist 1 Zentimeter schon am längeren Ende. Also Geduld bewahren und dann funktioniert das tatsächlich sehr viel einfacher und es sieht natürlich auch am Ende schöner aus, wenn die Stiche eben auch die richtige Länge haben und alles so passt, wie es sein soll. Der Punkt, der jetzt kommt, ist etwas kontrovers diskutiert, aber ich habe einfach meine Erfahrung gemacht und ich kriege auch sehr viel Feedback, was unter anderem diese Sache angeht. Und ich kann euch einfach nur davon abraten, euer Geld an Billiggarne und aber auch vor allem Billig-Stickrahmen zu verschwenden. Als ich mit dem Sticken angefangen habe, hatte ich das Glück, dass ich ja verschiedene Stickmaterialien zur Verfügung gestellt bekommen habe innerhalb der Familie und von Freunden, die einfach nicht mehr gestickt haben und mir das dann geschenkt haben. Und deshalb wusste ich anfangs gar nicht, wie schlecht Stickrahmen tatsächlich sein können. Und dann habe ich bei eBay oder so, habe ich mal dann mir so gedacht, boah, cool, da gibt es ja ein 10er-Paket für, keine Ahnung, 5 Euro oder es war wirklich unglaublich wenig. Und dachte mir so, ach, probierst du das mal aus. Und das war eine Katastrophe. Die Rahmen haben gesplittert, die Schließe hat nicht richtig geschlossen, also teilweise halt ist sie dann halt nach ein paar Mal benutzen, hinten dann diese Mutter dann abgegangen, sodass das dann die Schraube freigedreht hat und gar nichts mehr passiert ist. Aber das Schlimmste ist tatsächlich, dass die Rahmen oft nicht perfekt ineinander greifen. Das heißt, der innere Rahmen und der äußere Rahmen sind nicht gleichmäßig rund. Und durch diese leichten Dellen hat man dann immer so Hohlräume zwischen den beiden Ringen. Das sieht man
in den Fotos teilweise auch schon, wenn man online kauft, wo man zwischen den Ringen durchgucken kann oder wo halt eben nicht eine gleichmäßig dicke Linie ist, sondern unterschiedlich. Und diese Zwischenräume sorgen dafür, dass der Stoff an der Stelle nicht festgehalten werden kann. Es sei denn, man hat einen richtig dicken Stoff, da geht es noch, weil da ja einfach auch ein bisschen mehr Puffer ist. Aber normaler Stoff, wie jetzt zum Beispiel so ein Hemdstoff oder sowas, der wird einfach nicht gut gespannt. Und das wirkt sich tatsächlich auch negativ auf das Stickbild aus, denn wenn der Stoff nicht richtig gespannt ist und man nimmt es dann aus dem Stoff raus, kann es eben sein, dass durch das öftere Nachspannen zum Beispiel sich das Motiv so ein bisschen verzogen hat oder die Stiche. Und ja, das sorgt dann eben dafür, dass ein Stickbild anders aussieht, als man es erwartet hat und einem dann vielleicht nicht mehr gefällt. Und man muss auch wirklich dazu sagen, in der Regel braucht man ja nur 1 oder 2 Stickrahmen. Einen vielleicht in der Größe, wenn man jetzt so Taschen oder sowas, also hier so Hemdtaschen besticken möchte. Und einen so in der Größe, also so ein 10 cm und einmal so ein 18 cm. Mehr braucht man in der Regel nicht. Und das kostet zusammen vielleicht so um die 10 bis 15 Euro. Man braucht in der Regel tatsächlich kein 10er-Paket mit unterschiedlich großen Stickrahmen. Die sind halt wirklich eher so für Bastelsachen geeignet oder dann halt nicht zum Sticken, sondern wenn man es dann richtig einspannt und es dann einklebt oder sowas. Ansonsten würde ich diese tatsächlich nicht mehr benutzen. Und dazu habe ich einen Blogpost verfasst, wo ihr eben diese Kriterien nochmal angucken könnt, worauf ich persönlich achte und woran ich Billigstickrahmen sofort dran erkennen kann. Und da lasse ich dann auch immer sofort die Finger von, wenn ich jetzt persönlich was einkaufe. Zu billigem Stickern habe ich tatsächlich auch schon ein ganz eigenes Video gemacht. Darin teile ich auch viele Tipps, wie du günstig oder komplett kostenlos an günstiges Stickmaterial rankommen kannst. Denn ich kann absolut verstehen, wenn du nicht unbedingt gleich teure Materialien kaufen möchtest, wenn du noch nicht mal weißt, ob du dieses Hobby überhaupt weiterführen möchtest. Für alle Stickneulinge habe ich ganz frisch ein Übersichtsblatt kreiert, wo alles Wichtige zum Thema Stickmaterial, Stickstiche, wie man den Faden anfängt und so weiter zusammengesammelt habe. Dieses Übersichtsblatt kannst du dir auf pumora.de herunterladen. Ich verlinke das mal unten in der Videobeschreibung. Ich hoffe, dass dir dieses Übersichtsblatt hilft, einen guten Start hinzulegen in dein neues Stickhobby. Ich wünsche euch viel Freude beim Sticken und natürlich auch einen wunderschönen Tag.